Der Brennerpass im Zeichen einer welthistorischen Begegnung. Der Führer und der Duce trafen sich an der deutsch-italienischen Grenze zu einer 2,5-stündigen Besprechung. Es war die 5. Begegnung Adolf Hitlers mit Benito Mussolini. Keine andere zuvor wurde jedoch mit so ungeheurer Spannung von der Weltöffentlichkeit verfolgt. Der Neuaufbau der Ostmark ist durch den Krieg nicht unterbrochen worden. So geht die neue Nibelungenbrücke in Linz, die hart neben dem alten Donauübergang gebaut wird, jetzt ihrer Vollendung entgegen. Das Modell der neuen Brücke. Die Gesamtspannweite beträgt 250 Meter, die Breite 29 Meter. Die Durchfahrtsöffnung für die Schifffahrt misst 100 Meter. Für die Konstruktion wurden rund 5200 Tonnen Stahl verwendet. An Nieten brauchte man 200.000 Stück. Wo in den großen Industriewerken die Männer zu den Fahnen gerufen wurden, nahmen sofort die Frauen die frei gewordenen Plätze ein, um die Produktion ohne Unterbrechung fortzuführen. Auf einer deutschen U-Boot-Werft. Hier entstehen jene Waffen, die England besonders fürchtet. Pausenlos wird an der Verstärkung unserer U-Boot-Waffe gearbeitet. Immer enger soll sich der Ring um England ziehen. Die einzelnen Teile der Bootskörper werden in verschiedenen Werkstätten hergestellt und dann auf der Helling zusammengeschweißt. Bord an Bord liegen die U-Boote auf der Werft.
Das Boot ist fertig. Es wird breitseits vom Stapel gelassen, da nach Achtern nicht genügend Ablauffläche vorhanden ist. Und hier ein normaler Stapellauf. Nach kurzer Zeit schon werden diese Boote ihre erste Fahrt gegen England antreten. Hier die Heimkehr eines U-Bootes von erfolgreicher Feindfahrt. Sein Führer ist Kapitänleutnant Schuhart, der seinerzeit die Courageous versenkte. Im Verlauf von 2 Unternehmungen hat die tapfere Besatzung insgesamt 66.566 Tonnen versenkt. Großadmiral Raeder empfängt die Männer in der Heimat und überbringt ihnen den Dank des Führers. Messerschmitt Jäger im Bau. Hier entstehen die schnellsten Maschinen der Welt. Sorgfältig wird jedes einzelne Teil bearbeitet. Tragflächenkonstruktion. Arbeit am Motor. In großen Serien wird die Fertigmontage durchgeführt. Tag für Tag rollen neue Maschinen aus den Hallen, um nach ihrer Erprobung den Jagdgeschwadern eingereiht zu werden und die deutschen Grenzen zur Luft zu sichern. Heimkehr der Scapa-Flow-Flieger. Die letzte Maschine des siegreichen Adlergeschwaders landet auf einem Flugplatz in der Nähe der Küste. Diese tapferen Flieger haben die von unseren Aufklärern in Scapa-Flow erkundeten Einheiten der englischen Home Fleet überraschend angegriffen und mit schweren Bomben belegt. Diese einzigartige Tat unserer Luftwaffe hat der gesamten Welt aufs Neue bewiesen, dass unsere Flieger den Luftraum über der Nordsee souverän beherrschen. Melde Gehorsamsbesatzung der Anton vom Feindflug zurück. Herzlichen Glückwunsch für den Erfolglauf, den Sie mir funkentelegrafisch schon übermittelt haben unterwegs. Schneider, der erste Feindflug, erfolgreich überstanden. Jawohl, Spaß gemacht? Jawohl, Herr Leutnant, richtig. Tag, Jungs. Roland Hass, geben Sie mir eine Schilderung des Ansatzes Ihrer Staffel. Ich flog der Staffel am rechten Flügel und griff die 5 Schlachtschiffe, die im nördlichen Teil der Bucht lagen, an. Erzielte dabei 2 Treffer einwandfrei auf den Schiffen und 2 weitere Bomben unmittelbar neben der Bordwand 2 anderer Schlachtschiffe. Wer hat die Treffer erzielt? Ein Treffer von Beermann und ein Treffer von Bier. Beermann, schildern Sie mir kurz den Bombenwurf.
mit dem Sie Erfolg hatten? Während des Anfluges auf die Bucht von Scapa Flow sah ich vor mir zwei dicke Dödel liegen, von denen ich mir den linken aussuchte und ihn mit meiner Bombe belegte. Während des Anfluges hatte ich einen Scheinwerfer im Rücken, der mich aber nicht sehr störte, da hinter mir stand und es Dämmerung war. Beobachtete Wirkung: Der Treffer lag auf der Backbordseite, ungefähr in Höhe der Aufbauten, und die beobachtete Wirkung zeigte sich in einer ungeheuren Stichflamme, die ungefähr auf 30 bis 40 Meter Höhe geschätzt wurde. Und wer war es, der den hier erwischt hat? Das war Magnussen, aber der kann vielleicht gleich mal melden, wie er das im Einzelnen gemacht hat, wo er ihn getroffen hat. Erzählen Sie mal, wie Sie den Dampfer geknackt haben. Ich griff das Schlachtschiff von achtern an, die Bombe wurde gelöst, der Bordschütze meldete Treffer, Herr Oberleutnant, er brennt. Daraufhin fing die Flak stark an zu schießen, Scheinwerfer leuchteten auf, ich musste abdrehen und beobachtete das Bild noch einmal von oben, was sich mir dort unten bot. Kurz danach war ich draußen auf See. Na dann, ich glaube, wir können mit dem Erfolg des Angriffs und mit seiner Durchführung zufrieden sein. Jawohl, Oberstleutnant. 4 garantierte Treffer auf 4 verschiedenen Schiffen. Dazu noch einige Treffer unmittelbar in Nähe der Schiffe. Ist ein Erfolg, mit dem das Adlergeschwader, glaube ich, zufrieden sein kann. Na Jungs, dann hört mal her. Ihr habt den euch gestellten Auftrag voll und ganz durchgeführt, mit einem Angriffsgeist und einem Schneid, wie ich es von Besatzungen meines Geschwaders auch nicht anders erwartet hätte. Ihr kennt den Ausspruch des Führers, dass am Ende dieses Krieges der glorreichste Sieg der deutschen Geschichte stehen soll. Und ich will, dass unser Geschwader, das Adlergeschwader, einen erheblichen Anteil daran hat. Kappa Floh wird an uns denken. Die endlosen Träume bis weit übers nordische Meer. Der bringt der brigantische